Heute sind wir im Kanton Fribourg unterwegs. Und zwar in der Gotteron-Schlucht. Wir haben uns sagen lassen, dass es hier viele Schmetterlinge geben soll und dass es eine abenteuerliche Sache sei. Mal sehen, ob das alles so stimmt. Die Schlucht liegt übrigens gleich bei der wunderschönen Stadt Fribourg mit ihren vielen historischen Sehenswürdigkeiten. Ausgehend von unserem Parkplatz machen wir uns auf den Weg. Einen Link zu unserem Ausgangspunkt findet ihr in der Videobeschreibung. Während wir dem beruhigenden Rauschen des Wassers lauschen, kommt uns bereits der erste Schmetterling vor die Linse. Es handelt sich hierbei um einen kleinen Fuchs. Filmen lässt er sich leider nicht. Neben uns fließt derweil die Galtera, welche der Schlucht ihren Namen gab. Nach kurzer Zeit kommen wir zu einem kleinen Wasserlauf. Hier tummelt sich ein Heer von Kohlweißlingen. Solche sehen wir natürlich nicht das erste Mal. Doch so viele auf einem Haufen gab es noch nie. Es geht weiter durch die Schlucht. Die teilweise unter dichtem Grün verborgenen Felswände aus Sandstein werden immer beeindruckender. Nach einer Weile wird auch der Weg sandig. Apropos, auch wenn wir hier nicht in alpinem Gelände sind, gute Wanderschuhe sind sicher nicht verkehrt. Am Wegesrand blüht ein gewöhnlicher Natterkopf. Die Galtera fließt vorübergehend etwas weiter unter uns. Der Pfad wird etwas enger. Man fühlt sich in der Wildnis. Der Waldgeißbart wird gerne von Bienen besucht. Nun geht es über die erste Brücke. Es wird auf dieser Wanderung mit Sicherheit nicht die letzte sein. Bei solchen Aussichten müssen wir immer an Tom Sawyer und Huckleberry Finn denken. Waldtrolle werden wir wohl eher nicht zu Gesicht bekommen. Dafür aber eine wildromantische Landschaft mit abwechslungsreicher Topographie und vielen kleinen Sehenswürdigkeiten. Diese kleinen Highlights entdeckt man oft nur, wenn man zu Fuß unterwegs ist. Und selbst dann muss man immer aufmerksam sein, sonst entgehen sie einem. Es ist schon immer wieder erstaunlich und unglaublich zugleich, was die Natur alles erschaffen kann. Seht ihr dieses Kunstwerk hinter mir? Solche gibt es hier zuhauf. Und keines ist wie das andere. Zufälligerweise ist gleich daneben ein Rastplatz. Ein schöner Ort für eine Pause. Für diejenigen, welche an einem heißen Sommertag die Füße ins Wasser halten oder baden möchten, ebenfalls eine sehr geeignete Stelle. Etwas später machen wir uns wieder auf die Socken. Schließlich gibt es noch einiges zu erkunden. Wir kommen zur nächsten Brücke, wobei es, wie ihr seht, schon etwas mehr ist als das. Mit etwas Glück soll man hier auf den umliegenden Felsen Gämse entdecken können. Wir haben es leider heute nicht. Dafür zeigt sich eine Blauflügelprachtlibelle. Immerhin etwas.
Jetzt geht es in die Höhe und wir entfernen uns von der Cotteron. Durch Wald und über Brücken kommen wir an einen Wegweiser. Unsere Tour führt in Richtung Ameismühle. Also nichts wie weiter durch die urigen Wälder. Laut unserer Wander-App sind auf der Tour nur 130 Höhenmeter zu überwinden. Doch bei hohen Temperaturen kommt es einem um einiges mehr vor. Wir sind wieder nah am Wasser. Dieser Abschnitt der Wanderung ist landschaftlich wieder besonders schön. Hier könnte man mit etwas Klettergeschick wieder ganz hinunter an den Fluss. Doch da wir noch einiges vorhaben, folgen wir dem Wanderweg wieder in die Höhe. Über Treppenstufen geht es jetzt an den Felsen vorbei, die stellenweise aus dem Grün hervorragen. Nach dem Bergauf kommt immer wieder ein hinab. Dies merkt man auch direkt an den Temperaturen. Unten ist es merklich kühler. Oft sind wir schon Strecken gewandert, an welchen es kaum Rastplätze gab. Hier gibt es einige. Nun kommen wir an eine weitere besondere Stelle. Der Ort mit seinen moosbewachsenen Tuffsteinen ist ein geschütztes Biotop. Hier gibt es versteinertes Moos und fleischfressende Pflanzen. Es gilt, nur anschauen, aber nicht betreten. Der schön gestaltete Weg führt über Treppen wieder hinab. Diese Pilze hätten wir fast übersehen. An dieser Stelle lohnt sich ein Blick zurück auf die Felswand. Wieder ein Kunstwerk der Natur. Unten angekommen, bekommen wir abermals tolle Einblicke in die hier sehr felsige Cotteron-Schlucht. Gleich danach folgt ein schöner Picknickplatz. Wir laufen nun an der überhängenden Felswand entlang. Hier entdecken wir einen Ulmenharlekin. Der Pfad verläuft noch eine ganze Weile, teilweise über Holzstege, neben dem Felsen, die bei schlechtem Wetter in einigen Fällen auch als Unterstand dienen könnten. Nach einem letzten Blick auf die Galtera ist es bald vollbracht. Nach gut 2,5 Kilometern endet unsere Tour durch die Schlucht. Wir sind nun am Ende des Schluchtenwegs. Wie ihr hinter mir seht, kann man von hier aus etliche Richtungen einschlagen. Wohin es gehen wird, das überlassen wir euch. Wir hoffen, die kleine Reise hat euch gefallen. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns gerne mittels Super Thanks eine kleine Spende zukommen lassen oder als Kanalmitglied monatlich uns etwas zukommen lassen. Tja, und der Ausgangspunkt unserer Wanderung, den findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Und dann wünschen wir euch viel Spaß und tolle Abenteuer und bis zum nächsten Video.